Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Fahrschein nach Florida. Bevor ich beginne, am Ende dieses Videos gibt es einen YouTube-Link zu einer wichtigen Mitteilung von mir. Ich verspreche euch, es ist kein Clickbait. Ich brauche euch etwas mitzuteilen, das froh und zugleich traurig ist. Bittersüß, könnte man sagen. Also, klickt bitte den Link am Ende des Videos. Okay, letzten Januar habe ich Folge 27 Polizeikontrolle in den USA hochgeladen. Dieses Video ist eins der meist angeschauten Videos auf meinem Kanal. Über 90.000 Aufrufe und über 1.000 Kommentare. Die Kommentare sind sowohl positiv als auch negativ. Viele Zuschauer haben starke Meinungen bezüglich der Polizei. Und hier meine ich die Polizei in den USA und die Polizei in Deutschland. Als ich diese Kommentare las, habe ich gemerkt, dass viele der Kommentare bezüglich Polizisten in den USA in 3 Gruppen geteilt worden könnten. Die erste Gruppe besteht aus Menschen, die amerikanische Polizisten einfach beschimpfen wollen, aus rassistische Bullen, die schwarze Bürger niederschießen, aus einer Laune heraus. Die zweite Gruppe besteht aus Menschen, die vorhaben, einen Urlaub in Amerika zu machen und sie haben Angst vor dem, was passiert würde, wenn sie von der Polizei kontrolliert würden. Es gibt ein bekanntes YouTube-Video von einem deutschen Touristen, der in Nevada auf der Interstate Highway von einem Highway Trooper angehalten und kontrolliert wurde. Ich werde den YouTube-Link zum Video posten. Der Tourist war ein junger Mann, Spätzwanziger. Er war auf der Interstate Highway in Nevada im Cabriolet gefahren und angeblich war er sehr schnell gefahren. Dem Highway Trooper zufolge ist dieser Mann 98 mph in einer Tempo-70-Zone gefahren. Im Video verhält sich der Trooper unprofessionell diesem Mann gegenüber. Der Trooper würdigt ihn als Germany Boy herab. Er nimmt seine Sonnenbrille ab und fragt ihn hart, warum fahren Sie in meinem Land, wenn Sie nicht auf das Tempolimit achten? Ohne Zweifel unprofessionell. Andererseits ist 98 mph auf einer amerikanischen Interstate Highway unheimlich schnell. Er war 28 mph über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich weiß nicht, was die Bußgelder in Nevada sind, aber wenn dieser Mann hier in Pinellas County, Florida so schnell gefahren wäre, hätte er einen Strafzettel von $281 bekommen. Wenn er nur 2 mph schneller gefahren wäre, wäre es zur obligatorischen Gerichtsverhandlung gekommen. Dieser Typ hatte Glück, denn er hat gar keinen Strafzettel bekommen. Okay, der Trooper hat ihn zur Sau gemacht, aber am Ende hat er ihn mit einer Verwarnung fahren lassen. Dieses Video ist das Erlebnis eines deutschen Touristen, der die USA bereist hat. Das bringt mich zu der dritten Gruppe von Kommentaren in Folge 27. Die dritte Gruppe besteht aus Menschen, die Amerika bereist haben und die während ihrer Reise von der Polizei angehalten und kontrolliert wurden. Die Idee ist mir eingefallen, 10 Geschichten von diesen Zuschauern auszuwählen und euch mitzuteilen. Darum ist der Titel dieser Folge Polizeikontrolle in den USA, wahre Geschichten. Ich teile euch diese Anekdoten mit, damit ich euch ein wenig beruhige. 3-mal auf Holz klopfen, dass eure Reise in den USA reibungslos geht, aber falls ihr von der Polizei angehalten werdet, macht euch keine Sorgen, es wird nicht so schlimm sein. So, die erste Geschichte ist vom Home Trutz Schneider. Er schreibt, ich bin ein gehörloser Autofahrer. Ich war alleine im Mai 2013 in den USA, um mit einem Mietauto Dodge Avenger durch New Mexico durchzureisen. Die Rot- und Blau-Blaulichter der US-Polizeiautos waren in der Ferne zu sehen.
Das war eine Verkehrskontrolle auf der Straße. Ich hielt es einen US-Polizist an und sagte ihm, I'm deaf. Er fragte mich, ob ich Beifahrt trank. Ich zeigte ihm das Saft und Wasser im Getränkehalter. Dann ließ er mich weiterfahren. Nichts war mir passiert. Die zweite Geschichte ist von B-Family. Er schreibt, ich wurde mal versehentlich mit ca. 20 mph zu schnell irgendwo zwischen Key West und Key Largo angehalten. Hat mich über $250 gekostet. Und der Polizist meinte, wäre ich ein paar Meilen schneller gewesen, hätte ich direkt vor Gericht gemusst. War aber trotzdem ein sehr freundlicher Cop. Musste dann das Geld von Deutschland aus per Post zum Gericht in Florida schicken. Das tut mir leid, aber ich muss sagen, dass 20 mph über der Geschwindigkeitsbegrenzung ziemlich schnell nach amerikanischen Fahrmaßstäben ist. Meine persönliche Regel ist, nicht schneller als 5 mph über der Begrenzung zu fahren. Wenigstens war der Polizist freundlich. Geschichte Nummer 3 ist von Stromi. Stromi schreibt, bei einem Urlaub in Texas mal von der Polizei angehalten worden. Zu schnell. Habe mich ganz schön erschrocken, aber bin recht rangefahren, Hände aufs Lenkrad und bin freundlich geblieben. Habe direkt gesagt, sorry officer, I'm German tourist, I'm only looking for nature and not on my speed. Stimmte ja auch. Habe nur eine Verwarnung bekommen mit dem Hinweis, in Zukunft langsamer zu fahren. Puh, war ein ziemlich blödes Gefühl. Also, er hat dem Polizisten gesagt, er sei deutscher Tourist und er habe bloß eine Verwarnung bekommen. Die nächsten 2 Geschichten hätten sehr schlecht ausgehen können. Michael W. schreibt, ich musste etwas schmunzeln, da ich an eine Geschichte aus einem USA-Urlaub in 2007 denken musste. Wir wurden per Laserpistole von der Polizei irgendwo in Utah erwischt und es begann eine Kontrolle, wie in dem Video. Mein Kumpel sprang jedoch aufgeregt aus dem Auto und griff in eine Tasche. Oh, lieber Gott. Der Polizist schrie, Sir, Sir, go back in the car. Sir, go back in the car now. Hands on the steering wheel. Das war schon dramatisch zunächst. Als die Polizisten erfuhren, dass wir Touristen aus Deutschland sind, gab es nicht mal eine Strafe, nur eine Verwarnung. Das ist der Polizist. Er sagt, das ist ein echt schnelles Auto, war ein Dodge Charger. Ihr müsst vorsichtig mit dem Gaspedal sein. Werde die Story nie vergessen. Ja, Hände aus Lenkrad und nicht aus dem Auto aussteigen, es sei denn, dass dich der Polizist dazu auffordert. Peter van Höven hatte ein ähnliches Erlebnis. Er schreibt, ich habe auf dem Weg von Miami nach Key West 1990 das Speedlimit stark überschritten. Ein Highway-Cop forderte mich zum Anhalten auf. Ich habe an einer sicheren Stelle gestoppt. Der Cop, ca. 20 Meter hinter mir. Als ich den Kopf auf meinen Mietwagen zu kommen sah, habe ich alle Papiere aus dem Handschuhfach geholt. Als der Cop das sah, wie ich mich zum Fach runtergebeugt habe, war Schluss mit lustig. Er nahm seine Waffe, schrie mich an. Meine Hände musste ich aus dem Fenster strecken, dann legte er mir Handschellen an und durchsuchte mich. Da alle meine Papiere okay waren und er merkte, dass ich große Angst hatte, entfernte er die Handschellen. Ich bekam eine Belehrung über das Speedlimit. This is not the German Autobahn. Dann erzählte der Cop mir, wie teuer das werden könnte. Ich erschrak. Er hat mich nach der Belehrung laufen lassen. Danach war ich noch sehr oft in den USA und habe meine Lektion gelernt. In diesen nächsten 5
Geschichten haben sich die Zuschauer, nachdem die Kontrolle fertig war, mit dem Polizisten nett unterhalten. Georg Obergefell schreibt, ich wurde während meinem einjährigen Aufenthalt in Michigan zweimal von der Polizei angehalten. Einmal, weil ich eine rot blinkende Ampel überfahren habe. Ich wusste nicht, dass eine rot blinkende Ampel so viel bedeutet wie ein Stoppschild. Und einmal wurde ich wegen zu schnellem Fahren auf dem Highway angehalten. Beide Mal bin ich mit einer Verwarnung davon gekommen. Ich habe den Officern erzählt, dass ich aus Deutschland komme, und wir haben uns dann noch recht nett unterhalten. Andres E. hatte einen Fototermin mit der Polizei sozusagen. Er schreibt, wir hatten mal den Fall, dass uns beim Diner bei San Francisco jemand an das Mietauto gefahren ist, während wir gegessen haben. Große Freude, wenn man fröhlich und gesättigt zu seinem Auto kommt und so etwas vorfindet. Das Schlimme ist ja wohl, dass so etwas ziemlich oft in Amerika passiert. Der Cop kam standesgemäß auf eine Harley Davidson und nach gefühlten 5 Minuten war die ganze Sache geklärt. Das Schöne an der Sache, wir haben noch über 1 Stunde mit ihm gesprochen und hatten auf jeden Fall viel Spaß zusammen. Der krönende Abschluss, wir durften uns jeder einmal auf das Motorrad setzen und ein Bild machen. Dieses Ereignis werde ich nie vergessen. Das ist sehr cool. Holger Gilruth hatte ein ähnliches Erlebnis. Er schreibt, ich persönlich bin in den USA auch schon mehrfach kontrolliert worden. Mehrfach? Holger, wir müssen wirklich miteinander reden. Was soll das denn? Mehrfach. Ich habe den Officer begrüßt, nachdem er mich angesprochen hat, und habe direkt gesagt, ich bin ein Tourist aus Deutschland und ich möchte nicht falsch machen, und habe ihn gebeten, langsam und deutlich zu sprechen und mir auch Ausweisungen direkt zu geben. Nachdem ich das gesagt habe, waren alle sehr entspannt, und nach einer Kontrolle durfte ich mir sogar einmal das Polizeiauto anschauen und mich reinsetzen, obwohl dort eine Waffe installiert ist. Die gesamte Kontrolle war extrem entspannt und noch viel besser, als ich sie in Deutschland jemals erlebt hätte. Daher kann ich nur den Tipp geben, dass man gerne erwähnt, dass man ein Tourist aus Deutschland ist. Das hilft sehr stark, die Anspannung zu nehmen, habe ich festgestellt. Timo M. schreibt, wurde im letzten Jahr in Fort Scott, Kansas um 2 Uhr morgens angehalten vom Fort Scott Police Department. Angehalten, Warnblinker an, Innenraumbeleuchtung eingeschaltet, alle Fenster heruntergelassen und Hände schön sichtbar am Lenkrad gelassen. Der Grund für die Kontrolle war ein defektes Rücklicht. Trotz eines Jagdgewehrs im Auto, zu meiner Überraschung, alles gut gelaufen. Super Cop. Nach 10 Minuten Smalltalk über die Jagd von Weißfederhirschen in Kansas ging die Fahrt weiter nach Hause. God bless Thin Blue Line. Die letzte Geschichte ist von Mark Ruler und die ist besonders schön. Er schreibt, meine Frau und ich waren letztes Jahr in Südflorida. Auf unserem Weg nach Key West habe ich tatsächlich eine rote Ampel überfahren. Ich war abgelenkt durch ein Polizeifahrzeug, welches sich auf gleicher Höhe links neben mir befand, und im letzten Augenblick überfuhr ich die rote Ampel. Es war zum Glück nur eine Einmündung von links, sodass rechts der Gehweg war. Ich stoppte sofort unmittelbar nach der Kreuzung und schaltete den Warnblinker ein. Meine Frau blieb bei alledem sehr ruhig. Ich hingegen sah mich geistig schon in der Zelle bei Wasser und Brot. Der Officer kam zu unserem Wagen, erklärte, dass er mich wegen einer Rotlichtübertretung anhalte und verlangte die üblichen Dokumente. Ich bekundete ihm sofort, dass dies meine Schuld sei, ich wäre abgelenkt gewesen,
weil jedoch keine Entschuldigung sei und ich selbstverständlich die Strafe akzeptieren werde. Nach der Überprüfung unseres Passes sagte er plötzlich in gebrochenem Deutsch: Sie kommen aus München? Da war ich schon mal. Hofbrauhaus und Oktoberfest. Ich war verblüfft. Dann sagte er noch: Ich habe eine Tante in Heidelberg. Er beließ es mit einer Ermahnung, erklärte mir noch den schnellsten Weg nach Key West, wünschte noch einen schönen Aufenthalt in Florida und ging von dannen. Insofern kann ich nur bestätigen, was du im Video gesagt hast: Der Ton mag die Musik. Ich bedanke mich herzlich bei diesen 10 Zuschauern, die ihre Erlebnisse mit der Polizei in den USA mitgeteilt haben. Ich hoffe, dass dich diese Geschichten ein wenig beruhigen. Jeden Tag finden Tausende von Polizeikontrollen statt. Die riesige Mehrzahl verlaufen ohne Zwischenfälle. Aber solche Kontrollen wird man auf YouTube nie sehen, weil die langweilig sind. Florida ist ein Tourismusstaat. Wenn der Polizist deinen deutschen Akzent hört, wird er sich wahrscheinlich ein wenig entspannen, denn er weiß jetzt, dass du Tourist bist und dass du dich Florida nicht auskennst. Sei respektvoll, der Ton mag die Musik, wie Mark gesagt hat. Vielleicht solltest du dir ein paar Sätze zurechtlegen, zum Beispiel: Good afternoon, officer. I'm a tourist from Germany. I speak only a little English. Could you please speak slowly so that I can understand you? Am Ende jedes Videos stelle ich euch eine Frage. Die Frage für dieses Video soll offensichtlich sein: Wurdest du jemals in den USA während entweder eines Urlaubs oder einer Geschäftsreise von der Polizei angehalten und kontrolliert? Was war dein Erlebnis? Schreib in den Kommentaren. Okay, wie versprochen, hier ist der YouTube-Link zu meiner Mitteilung. Schau mal bitte an und ciao.